Hallo ihr Lieben, heute machen wir diese tolle Raffaello-Torte. Die Torte ist mega lecker und schmeckt wie eine riesige Raffaello-Kugel. Und die Creme ist luftig leicht und saftig zugleich. Und dafür brauchen wir eine Packung Raffaello, 800 Gramm kalte Sahne, eine Packung 8 Gramm Vanillezucker, 100 Gramm Puderzucker, 500 Gramm Mascarpone, 100 Gramm Kokosraspeln, 3 Packungen Sahnesteif und meinen Mandeltortenboden habe ich gestern schon vorbereitet und über Nacht gekühlt, weil er sich so nämlich besser schneiden lässt. Ich fülle die kalte Sahne in meine Rührschüssel und gebe nach ca. 30 Sekunden den Sahnefestiger hinzu. Sobald die Sahne fest geworden ist, fülle ich sie um und stelle sie kalt. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, freue ich mich über dein kostenloses Abonnement. Nun gebe ich in dieselbe Schüssel die Mascarpone, den Puderzucker und Vanillezucker. Dies schlage ich ca. 1 Minute lang auf, bis die Creme sich vermengt hat. Dann gebe ich die Kokosraspeln hinzu und hebe die Sahne auf mehrere Male unter. Die Raffaellos habe ich mit einer Gabel grob zerkleinert und mische sie jetzt in die Creme ein. Für weitere leckere Rezepte von mir schaut gerne in meiner Playlist vorbei. Diese verlinke ich euch jetzt rechts oben und unten in der Videobeschreibung. Den ersten Tortenboden habe ich in meinen Tortenring eingespannt. Nun gebe ich ca. 40% der Creme darauf und lege dann den zweiten Boden darüber und gebe wieder ca. 40% der Füllung darauf. Hierbei achte ich jedes Mal darauf, dass die Creme gleichmäßig verstrichen wird, dass unsere Torte gerade wird. Nun kommt mein Tortenboden als letztes auf die Torte, denn er hat die geradeste Oberfläche von allen 3 Böden. Nun verstreiche ich die restliche Creme auf die Torte. Ich habe die Oberfläche so glatt wie es mit den Raffaello-Stückchen möglich war, glatt gestrichen. Aber das Gute ist, kleinere Unebenheiten sieht man nach der Dekoration sowieso nicht mehr. Jetzt kommen die Zutaten für die Deko und das Einstreichen. 2 Packungen Sahnesteif, 12 Raffaello, 400 Gramm Sahne und 100 Gramm Kokosraspeln. Die Sahne habe ich wie am Anfang schon mal gezeigt zubereitet und ein Viertel davon in einen Spritzbeutel mit Sterntülle gefüllt. Den Spritzbeutel lege ich jetzt erstmal in den Kühlschrank. Ich beginne das Einstreichen der Torte oben mit dem Ausgleichen der Raffaello-Stückchen und streiche danach die Seiten ein. Meine Torte habe ich dafür auf eine drehbare Tortenplatte gestellt. Das macht das Einstreichen etwas leichter, aber es geht natürlich auch ohne Tortenplatte. Benutzt zum Einstreichen einfach so wie ich das Werkzeug, womit ihr euch am besten auskennt und am besten klarkommt. Ich wechsle zum Beispiel immer zwischen Teigschaber und Winkelpalette. Nun bestreue ich das Ganze noch mit Kokosraspeln. Die Zutaten und weitere Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt befreie ich die Stellen für die Sahnetupfer etwas von den Raspeln, damit die Sahnetupfer einfach besser haften können.
Und nun kommt zwischen die Tupfer die Raffaellos. Ihr könnt es natürlich auch anders dekorieren. Spontan habe ich mich noch für weitere kleine Tupfer am Rand entlang entschieden. Hier habe ich zum Beispiel die Raspeln draufgelassen, weil der Rand sonst unschön aussehen würde. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abonnement. Bis zum nächsten Video.